Hallo, ich habe es ja am Sonntag schon gesagt und es ist selbstverständlich auch so eingetroffen. Gestern nun die Teilmobilmachung Putins mit dem angedrohten Atomschlag, wie ich es schon gesagt habe. Und das ist natürlich ernst zu nehmen. Christoph Wanner sagt ja das aus Moskau. Und wir wissen es ja. Er hat es ja immer wahr gemacht. Er hat ja die Ukraine überfallen. Er hat ja Leute umbringen lassen. Er hat selbst eigene Leute geopfert dafür. Für seinen Plan, einen großen Eintrag in der Weltgeschichte zu erwirken. Erlauben Sie mir bitte auch eine charakterliche Analyse des Herrn, nicht als Wahnsinnigen. Das ist er jetzt wirklich nicht. Er ist einfach ein Machtmensch. Solche gibt es viele. Und er ist gar nicht dumm. Er ist sehr raffiniert und baut an seinem Plan für seinen dicken Eintrag in der Weltgeschichte. Er wird die Atombombe zücken, wenn es notwendig ist. Es ist sicher bei ihm nie ein Akt der Verzweiflung. Das gibt es nicht bei ihm. Er kann immer aus dem Vollen schöpfen, weil er ja der Herr von vielen Atombomben ist und die kommen auch zum Einsatz, wenn der Westen jetzt nicht auch ein bisschen klüger wird darin, oder? Also ich habe ja das schon ganz am Anfang gesagt, das kommt nicht gut mit diesem Solidarität mit dem Schwachen, oder? Und dann, der will kämpfen, das ist ja gut, und dann, oder das in der Sicht des Westens, das ist ja gut, und dann will man seinesgleichen dort unterstützen. Das ist in diesem Fall jetzt halt wirklich fatal und wird zum globalen Katastrophe führen, oder? Und das wird nicht geschehen, da bin ich schon auch sicher, weil der Westen schlussendlich dann nach noch viel mehr Verlusten dann den Schwanz einziehen wird, und das ist auch richtig. Der Westen wird kriechen, er hätte es schon längst tun können, schon längst jedes Menschenopfer vermeiden können, und er wird es tun, weil der Putin der ist ja jetzt schön daran aufzubauen, dass er einen atomaren Schlag machen kann. Und zwar indem er das Gebiet, und da muss er nicht die Optik des Westens übernehmen, kann er seine eigene Geschichtsschreibung weitertreiben und vor seinem Land mit seiner gefälschten, aus der Sicht des Westens gefälschten Geschichte dastehen als eben großer Imperator. Oder? Und dazu wird er da braucht er auch nicht die Zustimmung des Volkes unbedingt, derjenigen, die in den Krieg ziehen müssen. Das geht halt schlussendlich halt auch nur nach seiner eigenen Logik, aber ich verstehe die, oder? Und man kann die verstehen, diejenigen, die Machtmenschen verstehen, die verstehen das, oder? Und das heißt, er hat ja schön jetzt aufgebaut, oder? Am Sonntag habe ich es publiziert, er kommt mit der Atombombe. Aber schön dosiert, wir werden es dann noch sehen, dass man ihm nichts anhaben kann. Er ist immer korrekt in der Machtlogik, oder? Gar nie wahnsinnig. Und dann kam dann irgendwo Montag, Dienstag, dann konnte rapportiert werden, dass er daran ist, formell, aus seiner Sicht formell, die Gebiete im Donbass mit den Separatisten dort, die sich schon lange zu Russland bekennen, dort auch einzuverleiben.
der Westen kann lange sagen, das sei inszeniert und so, aber es findet halt statt und dann kann er dann sagen, dass dieses Gebiet dann zu Russland gehört und es darf dann nicht mehr angegriffen werden vom Westen, von der Ukraine. Und das heißt, wenn dort weiter die sagen, wir erobern aber das Gebiet zurück, dann ist das aus der Sicht von Russland dann, von der russischen Doktrin, die vom Herrn Putin gezimmert wird, ist das dann die Legitimation, um auch ein kleines Atombömmchen zu zücken, weil es ist ein Angriff auf das russische Gebiet und das hat als Strafmaßnahme eine kleine Atombombe zugute, oder? Und die wird er dann schön platzieren, wo es eine schöne Wirkung hat, aber es ist immer noch nur ein ganz kleines Ding. Und was hat dann der Westen für eine Möglichkeit? Er kann ja nicht Russland selber angreifen, so kann er nicht symmetrisch arbeiten. Oder? Er muss auf den Einsatz von Atomwaffen verzichten. Er muss letztlich und er darf Russland nicht angreifen, so muss er das einfach geschehen lassen. Sobald der Westen, und das ist einfach wirklich nicht wahr, oder? Wenn das Jens Stoltenberg, den ich ja extrem schätze, aber das ist jetzt einfach nicht wahr, wenn er das sagt, oder? Klar hier, die Eskalation ist natürlich überhaupt nicht überraschend und die weitere auch nicht, aber hier, da schaut er daneben und da wird jetzt, alle werden da jetzt getäuscht, die sagen, ja, wir haben ja die NATO, die schaut schon, die kommen raus und so. Aber das Wichtigste ist, die atomare Katastrophe zu verhindern und darum haben wir gesagt, die beispiellosen Folgen, aber die bleiben aus, weil sobald das die NATO dann zurückschlagen würde, eben gleich, dann wäre es die Eskalation und der Westen, die machen keine Eskalation, oder? Also einfach auch nicht nur für ein paar Gebiete in der Ukraine, oder? Es geht ja immer nur um das, oder? Und deshalb macht der Westen sicher keinen großen atomaren Schlagabtausch, oder? Also bitte nehmen Sie doch jetzt das Heft der Vernunft in die Hand und machen Sie was auch hier, China hat das auch nicht so gerne, oder? Die haben lieber, wenn sie exportieren können und ihre Arbeitskräfte beschäftigen können und die Leute anständig ernähren können, damit es dort keinen Aufruhr gibt und so, oder? Die sagen auch, wir sollen zu einem Waffenstillstand kommen und das geht einfach nur, indem man die am Anfang schon anständig vorgetragene Forderung von Putin hat berücksichtigt und sagt, ja, also wir finden das natürlich gar nicht gut, aber wir sehen, Sie sind da jetzt eben in der stärkeren Position und alles andere bringt einfach einen unverhältnismäßigen Verlust bis in die globale Katastrophe. Und das kann es nicht sein. Also bitte, ich bitte Sie auch, sitzen Sie doch jetzt mit dem Herrn Putin an einen Tisch. Es ist überhaupt nicht so, dass das nicht möglich ist mit den entsprechenden Mitbringseln an diese Verhandlung ist das möglich. Bitte machen Sie doch das jetzt, nicht dass noch viele Ukrainerinnen und Ukrainer verstrahlt werden.